Wenn Herr Professor Lissmann ein Buch schreibt, ist es immer sofort auf den Bestsellerlisten zu finden. Das aktuelle heißt Bildung als Provokation im Schollnay Verlag. Wir denken über die Zukunft nach. Was für eine Bildung, Herr Professor, brauchen wir, um für die Zukunft gerüstet zu sein? Naja, da gibt es natürlich verschiedene Vorstellungen und ich glaube, der Großteil dieser Vorstellungen geht in die Irre. Denn gegenwärtig glauben wir, dass die beste Bildung eigentlich eine Form von Ausbildung ist, in Hinblick auf neue Kulturtechniken, Stichwort Digitalisierung, in Hinblick auf Arbeitsmärkte, was benötigen wir in einer sich verändernden Arbeitswelt. Das ist alles nicht ganz unrichtig, aber das Problem ist, dass gerade weil sich gegenwärtig die Gesellschaft so dynamisch verändert, dass wir kaum beschreiben können, wie Arbeitsplätze der Zukunft aussehen werden, weil der digitale technische Fortschritt sich so rasant angeblich vollzieht, dass heute nicht gesagt werden kann, welche digitalen Endgeräte wir in 5 Jahren verwenden werden, hielte ich es für höchst verhängnisvoll zu glauben, junge Menschen sind für die Zukunft dann am besten gerüstet, wenn sie sozusagen für die Welt momentan ausgebildet werden, in der wir gerade leben. Nein, die Bildung der Zukunft oder die Bildung für die Zukunft, besser gesagt, muss eine sein, die auf der einen Seite aufbaut auf jenen geistigen, kulturellen Fundamenten des Wissens und des Könnens, von denen wir mit einer gewissen Sicherheit sagen können, das wird sich auch in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten nicht gravierend ändern. Die Grundlagen der Mathematik, ja, die Grundlagen unserer Kultur, die Grundlagen unserer wissenschaftlichen Welterschließung, diese Grundlagen werden bleiben. Die Art und Weise, wie wir konkret damit umgehen, das wird sich verändern. Das heißt, wir brauchen viel mehr Besinnung auf das, was ist das grundlegende Wissen, was sind die grundlegenden Kulturtechniken, die wir beherrschen müssen und die wir vermitteln müssen. Was von unserer Kultur wollen wir, dass in die Zukunft getragen wird? Was wollen wir, dass weiterlebt, weil es so wichtig ist? Denken wir an die Idee der Aufklärung, denken wir an das, was wir europäische Werte nennen, was die Ideen des Humanismus sind. Das sollen wir mitgeben und auf der anderen Seite sollen diese Grundlagen ermöglichen, jungen Menschen in der Zukunft möglichst flexibel, möglichst spontan mit den Problemen, mit den Fragen, auch mit den Möglichkeiten umzugehen, die sie dann tatsächlich haben werden und die sie ergreifen müssen und bei denen wir ihnen auch nichts vorschreiben können, denn jede Generation gestaltet sich doch oder soll die Möglichkeit haben, sich die Welt auch nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Zukunft ist nicht etwas, was kommt, sondern Zukunft ist etwas, was Menschen machen. Das heißt, die Schulen der Zukunft müssen eigentlich sich besinnen, die jungen Menschen mit einem breiten Spektrum auch für Flexibilität und Kreativität vorzubereiten. Natürlich, aber das Ganze richtig verstanden. Ja? Wie bereite ich zum Beispiel jemanden darauf vor, kreativ zu sein? Doch nicht in dem Sinne, dass ich ihn schon vom Kindergarten an darauf trainiere, nur noch eine Wischbewegung auf seinem digitalen Endgerät zu machen, sondern indem ich ihm Möglichkeiten gebe, Fantasie zu entwickeln zum Beispiel, in Alternativen zu denken. Und da gilt der alte Satz Wilhelm von Humboldts, das Wichtigste für die Bildung sind 2 Dinge. Freiheit auf der einen Seite, denn nur das ermöglicht mir das Denken in Alternativen und so viel Anregungen als möglich. Mannigfaltigkeit der Situationen hat das Humboldt genannt. Recht herzlichen Dank für die Beantwortung dieser Frage. Ich danke Ihnen.